jetzt sind wir da auf dem vollen Carpark. Ich habe gerade mal noch einen Parkplatz gekriegt, aber jetzt sitzen wir halt auf unserem Auto. Das ist praktisch, wenn man ein schönes großes Auto mit einem riesengroßes Rooftop-Tent hat. Kann man wunderbar drauf sitzen. Guck mal, da ganz oben ist sogar ein Bäumchen drauf. Kannst du gerade mal so sehen. Und jetzt machen wir uns langsam wieder auf den Rückweg. Campingplatz. Bisschen was essen. Und dann lassen wir den Tag ausklingen. Ja? Und hier runter. Nur reintun. Ja, natürlich, mein Schatzi. Mach dir gerne deinen Schuh zu. Mal wieder was am Straßenrand gefunden hat. Aha. Aber wir sagen euch nicht, wo wir jetzt hinfahren. Das ist ein Geheimnis. Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind jetzt am Uluru angekommen und wir machen jetzt eigentlich erstmal nur noch einen kurzen Orientierungsrundgang. Schauen mal, was es zu sehen gibt und schauen, wie wir zum Uluru kommen. Wir stehen wieder in einem Caravanpark, aber nur deswegen, weil es hier in der Umgebung keine legalen freien Campingplätze gibt. Wir stehen auf einem sogenannten Overflow Area, also ist ein Platz, wo kein Wasser, kein Strom ist, aber wir können die Bad und die Duschen hier benutzen und die gucken wir uns jetzt mal schnell an, wie sie aussehen. Und wir wollen noch zu einer Aussichtsplattform gehen, mal rumschauen und noch irgendwas. Und eventuell noch ein Dip im Pool. No, ja, und eventuell noch ein Dip im Pool nehmen. Also hier auf der Seite, hier sind die Toiletten für die Männer und die Duschen. Auf der anderen Seite ist der Eingang für die Frauen. Da lang. Und ja, ist nichts Besonderes. Aber Musst du bezahlen? nee, musst nicht bezahlen. Ja, dann reicht's doch. Du darfst nicht zu viel erwarten, sagen wir es mal so. Es ist okay, wir haben schon Schlimmere gesehen. Wie gesagt, Toiletten sind frei, Duschen sind frei und du hast auch eine Waschmaschine, 2 Waschmaschinen drin, kosten dich $4, wenn du da waschen willst. Allerdings habe ich jetzt nicht gesehen, wie groß die sind, weil beide gerade in Benutzung waren. Guck mal, da steht ein Kamel rum. Da steht ein Kamel auf dem Flur. Wir haben jetzt den Lookout erreicht und hinter uns liegt der Campground, der Caravanpark und vor uns der Uluru. Schon ein ziemlicher Brocken, oder? Ja. So mitten in der flachen Walachei. Vielleicht beeindruckender, wenn man dichter rangeht. Vielleicht. Und jetzt gehen wir Pool glotzen. Der ist für mich gerade wichtig. Okay, geh mal, hüpf mal im Pool. Kann man machen. Okay. Guck mal, meine Crocs. Ich fand die immer ziemlich auffällig mit ihrem Orange, aber jetzt blenden die so richtig ein. Mit der Farbe des Landes. Findest du nicht? Also kleiner Nachtrag zum Swimmingpool. Es war schweinekalt, war erfrischend, aber nicht für sehr lange. Und jetzt sind wir auf dem Weg und gucken, ob wir noch einen Platz kriegen und wollen uns den Sunset am Uluru angucken. Schauen wir mal, wie es wird. Da sind wir schon auf dem Weg. Aufgeregt? Naja, aufgeregt nicht, aber mal gucken. So, jetzt sind wir da auf dem vollen Carpark. Ich habe gerade mal noch einen Parkplatz gekriegt, aber jetzt sitzen wir halt auf unserem Auto. Das ist praktisch, wenn man ein schönes großes Auto mit einem riesengroßes Rooftop-Tent hat. Kann man wunderbar drauf sitzen und dann schauen wir mal, wie es denn nachher wird.
Ja? Sag guten Morgen. Guten Morgen. Wie spät ist es jetzt? Noch ein bisschen 5:20 Uhr. 5:20 Uhr. Wie viel Grad haben wir? Ich glaube, es waren 5 Okay. Grad und immer noch ein bisschen runtergehen. Ja, und wir bereiten uns jetzt vor, um zu den Fields of Light zu gehen und den Sonnenaufgang am Uluru zu sehen. Mal schauen, wie es wird. Au. Ja, wird bestimmt gut. Wird ein bisschen frisch werden, aber wird bestimmt gut. Wetter soll klasse werden. Okay, dann lass uns gehen. Nachdem es heute früh an den Fields of Lights relativ frisch war, steigen die Temperaturen jetzt ziemlich schnell an. Und wir haben uns entschlossen, zum Katayuta zu fahren. Der hat 2 Wanderwege. Einer heißt Valley of the Winds. Der Wanderweg ist für die Aborigines eine Heilige Stätte. heilige Stätte oder ein heiliges Gebiet. Ja. So, deswegen haben sie halt gefragt, dass man keine Fotografien von diesen Rocks und Bergen machen sollte. Der zweite Weg ist die Valga Gorge und hier sind wieder Fotografieren und Filmen erlaubt. Katayuta liegt für australische Verhältnisse im Grunde genommen nur eine Haaresbreite neben dem Uluru. Ja, 45 Minuten oder so, ne? Also gleich um die Ecke. Okay, jetzt sind wir bei der Gorge auch am Ende angekommen. Viel Aussicht haben wir nicht gesehen, außer die. Also ich persönlich finde bei der Gorge, die Aussicht beim Rauslaufen ist schöner als die Aussicht beim Reinlaufen. Ja. Vielleicht hat man beim anderen Wanderweg, beim Valley of the Winds, mehr Aussicht gehabt. Aber den haben wir ja nicht komplett gemacht. Den haben wir ja bloß bis zum ersten Aussichtspunkt gemacht und bis dahin konntest du halt nicht filmen. Da ja. hättest du- Ich glaube, oben drauf hättest du doch auch nicht filmen können. Ne? Solange die Rep-Rock-Formation nicht mitfilmst, aber die Aussicht hättest du wahrscheinlich machen dürfen. Und ich hätte persönlich nicht unbedingt die Kategorie 4. Nee, und dann Machen schon wollen. Kategorie 4 schon relativ schwer. Und das Nee. schaffst du mit deinem Rücken nicht. Ich glaube, das muss ich mir nicht mehr geben. Gut. Nee. Okay. Und jetzt gehen wir nach Hause. Jetzt gehen wir zum Wohnwagen. Weil langsam kriege ich Hunger. Okay. Dann sehen wir uns morgen am Uluru. Hallo. Guten Morgen. Wieder ein bisschen früh, aber nicht ganz so früh wie gestern. Ja, und wir machen uns jetzt auf den Weg um den Uluru rum. Ja. Mal sehen, wie lange es dauert. Wahrscheinlich so 4 bis 5 Stunden. Keine Ahnung. Viel Spaß beim Laufen. Der Uluru ist schon imposant. Die schroffen Felswände ohne jegliche Vegetation, wenn man mal von den vereinzelten Büschen absieht, die so aussehen, als hätten sie sich verirrt. Beim Durchsehen der Bilder fällt uns auf, dass keines von ihnen die Dimension repräsentiert. Das liegt mit Sicherheit an der fehlenden Tiefe. Wenn du nach Surfing Valley hier drin stehst, ha? Ja.
Participate would rest in this cave. Das heißt, das ist der Parkplatz für die Rentner hier. Okay. Ja, ist wirklich. Wenn du praktisch zu alt warst und nicht mehr dran teilnehmen konntest, hast du hier gesessen. Auf alle Fälle sollte man den Uluru einmal persönlich gesehen haben, um die volle Größe zu erfassen. Und man sollte auch das Cultural Center besuchen, um mehr über die Anangu People, ihr Land und über ihre Flora und Fauna zu lernen. Uluru ist geschafft. Wir sind jetzt ungefähr 4 Stunden gelaufen. Knapp über 4 Stunden mit Pausen. Ja, und ungefähr 13 Kilometer. Und ich fand, die erste Strecke war eigentlich mit die schönste. Und jetzt nochmal die letzten 500 Meter eigentlich auch nochmal. Ja, jedenfalls Uluru können wir jetzt von unserer Liste streichen, haben wir gemacht und wir gehen jetzt weiter. Für den nächsten Chilly Morning, bisschen frisch. Heute gucken wir uns mal den Kings Canyon an. Und dann, ja, werden wir heute den halben Tag hier verbringen. Angeblich soll es ja schöner sein als Uluru. Wir haben mal gesagt, wir sind mutig und wir probieren mal den Canyon Rim Walk. Ein bisschen schlecht, wenn ich die steile Wand und die Treppen sehe. Aber naja, schauen wir mal. Von oben rum soll es ja dann leichter gehen. Nach dem steilen Aufstieg und etwas mehr als 100 Meter erreichen wir den oberen Rand und die Aussicht ist atemberaubend. Die Entstehung des heutigen Kings Canyon begann vor über 440 Millionen Jahren. Sanddünen im Wechsel mit Strand formen Schichten, die man heute noch klar erkennen kann. Und hin und wieder sieht man sogar die Spuren, die Wind oder Wasser hinterlassen haben. Heike liebt ihre Schilder. Ja? Alles in allem war es schon eine anstrengende Kletterei. Aber am Ende fanden wir, dass es das definitiv wert war. Jetzt können wir mal in Deutschland fragen, kann jemand den Wanderweg sehen? Da. Okay. Let's go. Wir haben jetzt Kings Canyon gemacht. Jo. Und ich fand ihn richtig klasse. Der war zwar steiniger, wir mussten mehr klettern. Das Gute war, das ganze Schwere war alles zum Anfang. Das heißt, wenn man die ersten 30 bis 45 Minuten geschafft hat, dann ist man prima durch. Dann kann man es richtig schön genießen. War ja. richtig klasse, ja. Ja, wir machen jetzt noch den Canyon Spring Walk als Abschluss. Und danach verlassen wir das Red Center. Ja, wir fahren dann im Prinzip bloß durch zurück. Wir fahren nochmal durch Alice Springs durch und dann fahren wir Richtung Norden und dann gucken wir einfach mal, was da so auf dem Weg liegt. Ja, mit dem, was wir hier im Center machen wollten, sind wir durch. Mit den meisten Sachen. Mit den meisten. Alles kann man gar nicht machen. Das ist unmöglich. Wir haben ja zum Anfang gesagt, dass wir so eine Liste gemacht haben, was wir eigentlich machen wollen. Ich denke mal, unsere Liste sollte kürzer werden, aber umso mehr wir rumfahren, umso länger wird es. Ja, die würde mal länger je weiter wir fahren, ja.
Das heißt, wir müssen dann zwangsläufig leider nochmal wiederkommen. Richtig. Dann beenden wir mit ein paar schönen Bildern von Kesseling Springs unser Video für diese Woche. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye.